Morgen aus Stone Town, der Hauptstadt von Sansibar, beziehungsweise der Altstadt von der Hauptstadt von Sansibar. Wir machen heute ein bisschen Sightseeing und nehmen euch mit in die Gassen, Straßen und Kolonialarchitektur der Altstadt. Wir starten mal hier am Darajani-Markt. Das ist so ein Markt, wo es irgendwie alles gibt. Mal gucken, wie wuselig das so ist. Oh ja, it's really good. Thank you. Thank you. Ja, die verkaufen natürlich hier ganz viele von den lokalen Gewürzen, Sansibar Spices, aber wir können damit ja nicht so richtig was anfangen. Es tut mir so ein bisschen leid, aber macht ja jetzt auch irgendwie keinen Sinn hier was zu kaufen. Er sagt hinter uns noch, hier ist billiger. Ja, Vanille wäre doch nicht schlecht für so einen Vanillejoghurt. Bisher war es ja alles sehr human, aber jetzt kommt der Teil, der fies werden könnte, der Fleisch- und Fischteil. This is your stomach. Oh ja, stomach. Wir lernen hier ganz viel über Tiere. We eat. Yeah, soup. Head. This head we eat for soup. Hier isst man also auch die Hörner der Kuh, beziehungsweise man nutzt sie, glaube ich, eher für den Geschmack in der Suppe. Welcome Zanzibar, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ja, das war doch richtig cool. Schön wuselig. Man sieht ein bisschen, was die für Produkte kaufen. Und das Schöne am Fischmarkt ist auch immer, dass sie wissen, dass man nichts kauft. Weil was sollen wir mit frischem Fisch? Und deswegen kann man da ein bisschen mit denen schnacken. Während bei den Gewürzständen, so das typische Souvenir, da wollen die halt einfach nur verkaufen. Ja, mega cool. Und der nächste Stopp ist jetzt der ehemalige Sklavenmarkt hier in Stone Town. Wir sind jetzt hier an diesem ehemaligen Ort des Sklavenhandels, wo später eine Kirche errichtet wurde. Und hier muss man $5 Eintritt zahlen und dann gibt es hier so einen lokalen Guide, der einem auch noch was dazu erzählt. Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir lernen. Langsam. Ja. The site we call the former slave market. So this one of the cells where keep slavery. Ah, okay. About 75 Leute in here. 75 people. Yeah. Ja, hier wo jetzt diese Kirche steht, da war früher im Prinzip der Verkaufsplatz und wir haben so gerade gehört, also heutiger Preis für so einen Sklaven wären so ungefähr $500 und die haben halt, um herauszufinden, ob das gute oder schlechte Sklaven sind, haben die halt vorher ausgepeitscht und je nachdem, ob die halt Laute gemacht haben oder Gesicht verzerrt haben, waren die halt mehr oder weniger wert. Echt übel.
Ja, wir haben jetzt einiges gelernt über den Sklavenhandel generell in Ostafrika, aber eben auch, dass Sansibar eine ziemlich große Rolle gespielt hat als, ich sag mal jetzt, Umschlagplatz für Sklaven. Also dieses Museum hier am ehemaligen Sklavenmarkt stellt die Geschichte sehr schön, sehr detailliert, sehr hart irgendwie auch dar. Von daher können wir das absolut empfehlen, sich das hier anzugucken. Ja, und jetzt suchen wir was zum Mittagessen. Hier um die Ecke ist direkt ein Restaurant, was so lokale Küche anbietet, und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Hier gibt es so eine praktische Karte, wo man das alles sehen kann. Das heißt, man hat schon so ein bisschen Gefühl, was es gibt. Kostet so 1000 bis teuerste ist 10.000 Schilling. So kleine Häppchen, und da bestellen wir uns jetzt mal ein paar verschiedene von. Da kann man nicht entscheiden, gibt es so vieles Leckeres. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt hier so ein Ufuta-Naan, also so ein Brot. Für mich gibt es Chapati. Rote Bohnen in Kokossoße und ein indisches Kebab, und meine Kokosnuss fehlt noch. Und Dal. Also eher so die indische Variante. Sehr, sehr lecker. Geil. Die sind ja so lecker. Ich habe mir noch mal 2 hinterher bestellt. Die kosten auch nur 35 Cent. 13.000 Schilling für die ganzen Köstlichkeiten und Getränke, die wir jetzt hatten. Das sind umgerechnet 5 Euro, glaube ich nur. Also ein mega guter Deal. Schmeckt richtig lecker. Und damit sind wir doch gut gestärkt, um jetzt weiter Stone Town zu erkunden. Eines der Wahrzeichen hier von ganz Sansibar ist das sogenannte House of Wonders, was das erste Haus mit Elektrizität ist, das größte Haus hier in Stone Town, und das seht ihr hinter mir, aber die Hälfte davon ist tatsächlich eingestürzt, und zwar erst vor wenigen Tagen, als wir hier angekommen sind auf Stone Town, waren hier riesige Bagger und Aufräumarbeiten, weil irgendwie während einer Renovierung eben ein großer Teil des Hauses in sich zusammengestürzt ist. Die Arbeiter wurden wohl verletzt, aber keiner ist irgendwie umgekommen. Aber es ist natürlich jetzt schade um eines der Wahrzeichen und auch das Museum, was da in diesem House of Wonders war. Wir sind hier in der alten Festung. Die wurde witzigerweise irgendwann sogar mal als blickdichter Tennisplatz für britische, weiß ich auch nicht, Kolonisten genutzt. Jetzt gehen wir hier ins Palace Museum, was so ein bisschen ausstellt, wie die Sultane zu der damaligen Zeit gelebt haben. Gucken wir uns mal an. Fun Fact aus unserer Tour hier durch den Sultanspalast. Hier ist der erste Swimmingpool auf Sansibar, der heute eher als Fischteich durchgehen würde.
Ja, das war überraschend interessant und hat auch nur $3 gekostet, also 6.000 Schilling. Und man hat natürlich einen richtig geilen Blick auch oben gehabt. Und jetzt gehen wir noch weiter zu Old Dispensary, also zum alten Apotheke, Krankenhaus. Da kann man umsonst rein und da kann man auch, glauben wir, oben hoch, wenn man hier den Eintritt nicht zahlen will und trotzdem ein bisschen Ausblick haben will. Da gehen wir jetzt mal hin. Mega der Blick, oder? Und das kostenlos. Also hinter mir der Hafen und auch das Fährterminal. Man kann nämlich für $35 eine Speed Ferry nehmen. Dauert so ungefähr 1,5 Stunden nach Dar es Salaam ans Festland. Das machen wir morgen auch. Also lasst mal ein Abo da, wenn euch interessiert, wie es da weitergeht. Und wir gucken jetzt noch irgendwie den Sonnenuntergang irgendwo uns an. Unseren letzten Abend auf Sansibar. Wir genießen jetzt hier den Sonnenuntergang und werden danach zum Essen zum Forodhani Park gehen, weil da jeden Abend die Streetfood-Stände aufgebaut werden und werden uns da noch ein bisschen lokale Küche gönnen. Bis gleich. Ich probiere jetzt hier mal so eine Spezialität, irgend so eine Suppe mit Sachen drin. Mal gucken. Das ist jetzt eine Suppe mit allerlei Inhalt, den ich nicht identifizieren kann. Kostet 2.000, also nicht mal €1. Und gucken. Wow. Schmeckt mit jedem bisschen besser. Also auch wenn ich absolut nicht weiß, was da drin ist, außer Ei, Kartoffel. Die ist richtig lecker. Jetzt teste ich mal hier so eine Sansibar-Pizza. Das ist auch so ein Klassiker. Die gibt es für 4.000, also 1,50 ungefähr. Mit Beef und Ei und, keine Ahnung, Zwiebeln. Lecker. So eine Art Hack-Rührei in Fladenbrot. Geil. Willst du auch, Franzi? Nee, alles für mich. Die war jetzt so lecker, dass wir nochmal die süße Variante probieren aus Banane und Nutella. So als süßer Abschied von Sansibar. Und dann geht's für uns weiter, wie gesagt, nach Dar es Salaam. Also auf zu neuen Abenteuern. Guten Morgen aus Stone Town, der in die bisher war ja alles Kinder. Warte.
Zeichen, kannst du vielleicht das Zeichen oder ich soll das Zeichen, wie du hier reingehst? Verabschieden wir uns. Nee. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das dann geht. Und dann sieht man nur noch ein bisschen uns mampfen und fertig. Boah, lecker. Das ist geil.